Hallo zusammen, willkommen zurück zu SCSS. Heute ganz kurz nochmal mit ein paar Worten zum letzten Video. Ich habe da noch was vergessen und zwar, es gibt nicht nur den Vorteil, dass ihr super easy ein Dark Theme herstellen könnt, sondern natürlich auch, wenn ihr was an Main oder Links ändert, also zum Beispiel hier nicht mehr $Primary Color, sondern $MyThirdColor, dann ändert sich das natürlich in beiden Bereichen. Das heißt, es wird beides mal dieses $MyThirdColor aus dem Dark Theme übernommen und aus den Variables. Das heißt, wenn ich hier irgendwas ändert dran, dann wird das auch für beide Styles übernommen, also sowohl für den Style.scss als auch für Dark.scss. Das wollte ich nur kurz noch ergänzen. Also das heißt, die sind auch sozusagen, muss man die nicht neu schreiben, wenn man jetzt irgendwas macht. Also man muss das Dark Theme nicht updaten, wenn man irgendwas am Style Theme updatet, sondern man hat das eigentlich alles automatisch, außer natürlich, es handelt sich um die Variablen hier. Okay, das wollte ich nur ganz kurz nochmal loswerden. Heute soll es um Mix-Ins gehen. Mix-Ins sind ja sozusagen die Includes für innen drin. Das heißt, ich mache das jetzt tatsächlich nochmal rückgängig, um dieses, also quasi einmal den Import hier rückgängig, damit wir auch damit richtig arbeiten können, damit ich nicht ständig irgendwie in den Forms hin und her springen muss. Und wir wollen auch in der HTML wieder die Style verwenden, style.css. Genau. Ja, warum mache ich das jetzt? Damit ich euch vernünftig auch Sachen zeigen kann. So, wir wollen nämlich uns Mix-Ins definieren. Mix-Ins sind Befehle, die wir dann auch so integrieren können. Also zum Beispiel können wir hier sagen, wir definieren uns hier jetzt eine Mix-In für ein Flex-Layout. Das heißt ein CSS-Flex-Layout, das dann automatisch angewandt wird. Und jetzt kann ich hier natürlich irgendwelches CSS reinschreiben, aber was ich auf jeden Fall brauche, ist Display Doppelpunkt Flex und in manchen Fällen brauche ich auch noch Display Doppelpunkt Bindestrich WebKit Bindestrich Flex. Das wird manchmal gebraucht, nämlich bei WebKit. Und so ist es natürlich mit den ganzen Browser-Prefixes hier, die wir haben. Also zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwelche CSS-Transformationen oder sowas macht, also vor allem CSS3 ist da ja wirklich, vor allem am Anfang schlimm gewesen, mittlerweile geht es ganz gut. Aber jeder wollte so sein eigenes Prefix durchbringen, hey, ich bin WebKit, hey, ich bin was auch immer. Und ja, so könnt ihr das sozusagen sehr, sehr stark optimieren. Ihr müsst einmal schreiben und was ihr jetzt nur noch machen müsst, ist, ihr könnt sagen, hey, mein Div bekommt ein add include und jetzt Flex. Fertig. Semikolon hinten dran, gut ist. Und das war's. Jetzt haben wir schon direkt ein Flex-Layout auf dieses Div angewandt, was natürlich ein bisschen weird aussieht, selbstverständlich, aber es funktioniert, wie wir sehen können. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, denn so kann ich mir sozusagen für hier innen drin irgendwelche Dinge definieren. Wir werden nächstes Video sehen, dass Mix-Ins noch ein bisschen mächtiger sind. Heute möchte ich euch einfach nur ein paar gute Beispiele für Mix-Ins zeigen, die mir so über, naja, nicht die Jahre, aber über die Zeit gut geholfen haben. Und zwar zum einen einmal hier ein Add Mix-In für Auto-Align. Das ist folgendes, und zwar, wenn ihr hier einmal sagen Margin Doppelpunkt Left Auto und Right Auto, dann pusht das Ding automatisch alles so, wie wir es brauchen sozusagen. Also es pusht nicht im Endeffekt, es macht einfach alles genau in die Mitte. Was ja hier durch Left Auto, also Margin Left Auto, Margin Right Auto gemacht wird. In dem Fall habe ich sogar noch dieses Left und Right gekapselt, was man jetzt auch machen kann. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das tue ich hiermit. Und ja, ist eigentlich eine sehr, sehr nützliche Sache, wenn man das hier irgendwie in die Mitte packen will, vor allem für Blöcke. Ja, und damit sind wir erstmal für heute schon wieder durch. Wie gesagt, ich habe noch mehr auf Lager, logischerweise an Mix-Ins, aber die brauchen noch ein bisschen weiteres Wissen, was ich euch in den nächsten paar Videos dann noch mitgeben möchte. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.